Ich bin Julia Ihls. Ich bin gelernte Kunstwissenschaftlerin und Medienphilosophin und bin jetzt Leiterin des Biodesign Labs an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Wir beschäftigen uns damit mit Chitin und Chitosan. Das hat uns als ein Werkstoff interessiert, einfach weil es ein Material ist, das noch nicht so oft in der Design- oder insbesondere in der Biodesign-Szene genutzt ist. Und eigentlich denkt man vielleicht immer erst, dass es so als in Insektenpanzern was sehr Hartes ist. Eigentlich macht das aber den Panzer mehr oder minder flexibel. Und ich glaube, so diese Hüllen, Verhüllen, zweite Haut, Panzer, all diese Qualitäten, Eigenschaften, die man mit Chitin oder die wir mit Chitin verbunden haben, war, glaube ich, so, sage ich mal, der Interessensanfangspunkt der Auseinandersetzung. Das Reduzierverfahren ist das, was wir oben gesehen haben, ist dafür halt irgendwie das ursprüngliche Material haben, was sehr viel Wasser enthält. Dafür einen Prozess entwickelt, wie man das kontrolliert einkochen, ohne dass das irgendwie zerstört wird thermisch. Dann, wenn wir davon genügend Material haben, wird das dann versponnen. Ich bin Andreas Hölldorfer, ich bin Elektrotechnikingenieur und jetzt in dem Projekt mehr für die Technik verantwortlich, hauptsächlich für Maschinen- und Softwareentwicklung. Also es ist wirklich so ein relativ klassischer wissenschaftlicher Prozess. Wir haben eine sehr lange Excel-Tabelle, wo wir dieselben Materialien mit ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Parametern, also feuchter, heißer, weniger lang gekocht, um quasi herauszufinden, wo unser Sweet Spot ist. Ja, mein Name ist Thomas Hahn, bin 44 Jahre alt, bin jetzt seit ungefähr 11 Jahren beim Fraunhofer IGB beschäftigt und beschäftige mich seit 10 Jahren mit dem Chitin und dem Chitosan. Also meine Rolle ist vor allem projektbegleitend. Ich bringe die naturwissenschaftliche und ingenieurswissenschaftliche Expertise in dem Projekt mit und sorge auch dafür, dass die richtigen Rohstoffe selektiert werden zum Chitosanspinnen. Das Chitosan selbst ist halt sehr schlecht löslich und das ist auch so ein Knackpunkt, weil man braucht bestimmte Konzentrationen, um so ein Chitosan, also so Fäden allgemein machen zu können. Und da sind natürlich bei diesen Kokons, die man so nennt, sind jetzt verschiedene Kontaminanten dabei, zum Beispiel Salze, es gibt Proteine, es gibt Farbstoffe. Ne? Also wenn man sich das mal anschaut, das ist hier ganz schwarz und das, was wir rausbekommen, ist dann nachher wirklich ein weißes Produkt. Das heißt, es ist ein mehrstufiger Prozess, zu dem man letztendlich zu dem Chitin kommt und dann später nochmal in das Chitosan umwandelt. Also wir haben mit Chitosan aus verschiedensten Quellen gearbeitet, sei es aus Fischereiabfällen, sei es aus Fermentationsabfällen oder eben auch aus der Insektenproteinkultivierung. Und dabei ging es vor allem in dem Projekt darum, richtige Rahmenbedingungen des Chitosans einzusetzen. Und ich glaube, mittlerweile sind bis über 100 Fäden produziert worden in dem Projekt. Und der Knackpunkt dabei, auch bei dem Chitosan-Spinnen, ist einfach, dass man dann diese Chitosan-Lösung, die sauer ist, dann in ein alkalisches Bad injiziert. Und dann erstarrt dieses Chitosan und wird zu diesem festen Faden, den wir dann auch kennen. Und dann kamen wir auf die Idee, da einen Faden draus zu machen. Das heißt, man hat das Polymer und extrudiert es in eine Koagulationslösung. Und dann muss es irgendwie getrocknet und gestreckt und aufgewickelt werden. Unsere Recherche hat dann ergeben, dass das seit 100 Jahren quasi derselbe Prozess ist, aber es gibt es nur noch in großindustriellen Maßstaben für irgendwie so Nylonfäden oder so super hochtechnische Fäden. Das heißt, wir mussten uns das irgendwie selber beibringen und haben dann erstmal einen ganz quick and dirty Prototyp gebaut, aber wir konnten damit so einigermaßen gleichmäßig extrudieren. Weil das Wichtige daran ist halt, dass das gleichmäßig funktioniert. Wenn man einen Faden hat, der soll überall gleich sein. Das heißt, von Hand kann man das nicht mehr machen. Man musste da viel einstellen und tun, damit es geklappt hat, aber
Wir konnten damit zumindest sehr viele Rezepte durchprobieren und haben das dann quasi in die V2-Maschine überführt. Wenn wir so einen Faden herstellen wollen, spritzen wir unter hohem Druck, weil das Material sehr zähflüssig ist, das Material in dieses Koagulationsbad, was quasi dazu führt, dass sich die Polymere vernetzen und der Faden fest wird. Und dann wird es da eine Weile unter Wasser gezogen und an dem Faden klebt dann immer noch diese Flüssigkeit und die wird dann über 2 verschiedene Waschstufen abgewaschen. Also die Fadenrollen laufen alle so ein bisschen unterschiedlich schnell. Wenn der Faden da durchläuft, trocknet der und kriegt quasi durch dieses Durchlaufen durch die Maschine seine finale Form und wird dann am Schluss aufgespült. Das Schöne an der Automatisierung ist, wenn die Maschine mal läuft, dann läuft die. Das heißt, wir können die Maschine starten und dann alle 2 Stunden quasi das Material wechseln und dann kriegen wir halt über den Tag einige Kilometer Faden hin, was schon massiv, also das muss man sagen, haben wir einen echt großen Fortschritt von Anfang bis zum Ende gemacht. Da wir quasi diese ganzen Industriestandards, die heute üblich sind, dann nicht verwenden konnten, mussten wir uns halt eigene Standards überlegen. Und weil wenn ich dann an dem Faden ziehe, ob der jetzt 10% stabiler ist oder nicht, das kann ich beim von Hand ausreißen nicht merken. Aber es macht einen großen Unterschied im Prozess. Und deswegen haben wir so eine einfache Zugversuchsmaschine gebaut. Ich meine, es gibt wahrscheinlich 1 oder 2 Firmen auf der Welt, die solche Maschinen herstellen, aber nicht im Labormaßstab. Das heißt, blieb uns ganz anderes übrig, als das auch einfach selber zu entwickeln und quasi nochmal von vorne aufzurollen. Für uns ist jetzt im nächsten Schritt so ein bisschen die Vorproduktion zu optimieren, aber auch die Verarbeitung. Also wir überlegen uns zum Beispiel einen Webrahmen zu bauen, einen automatischen, der diesen dann am Schluss immer noch relativ fragilen Faden weben kann, weil so eine Industriewebmaschine hält er nicht aus. Wir können jetzt einmal Faden, mehr eigentlich genügt. Das ist das nächste Bottleneck, die Verarbeitung des Fadens zu optimieren. Also der ganz klare Mehrwert von dem Chitin gegenüber vielen anderen Stoffen ist, dass es aus Abfallströmen gewonnen werden kann. Es sind Fischereiabfälle, Insektenprotein, Abfälle, Fermentationsabfälle. Man kann sogar Schnittabfälle von der Champignonzucht oder von der Pilzzucht nehmen. Es ist das zweithäufigste Polysaccharid der Erde. Aber gegenüber Zellulose, das das häufigste Polysaccharid der Erde ist es unglaublich wenig im Fokus der Wissenschaft gewesen. Es gibt auch schon länger Chitosan-Fäden, nur wurden sie bisher noch nicht so breit und auch für diesen Zweck eingesetzt. Also das heißt, die Chitosan-Fäden wurden vor allem im medizinischen Bereich mal eingesetzt und nicht eben in diesem Bereich, in dem wir das einsetzen wollen. Und ich muss sagen, das ist ein Bereich, ein Anwendungsbereich, den ich vorher noch gar nicht gekannt habe. Also ich nehme sogar wissenschaftlich, technisch da einiges mit und lerne auch da noch davon. Schlafsack. Oh, das ist gar nicht, also das hier, das ist ja quasi jetzt unser besser Performance, das ist 279er und wir kriegen es gar nicht auf 12% hoch. Ein reiner Chitosanfaden gibt es nicht wirklich viel Ausgangslage. Das heißt, so die Frage, was man damit überhaupt machen kann, aus einer gestalterischen Perspektive ist dann auch schon recht eingeschränkt. Insbesondere, weil er nicht so reißfest ist und nicht so stabil auch in der Verarbeitung wie jetzt vielleicht ein konventioneller Faden aus Baumwolle. Plus auch limitierend, wie viel man von dem Material überhaupt hergestellt bekommt. Man glaubt vielleicht in so einem Textil, das ist irgendwie ein T-Shirt, ist nicht so viel, aber da sind einige Kilometer Faden drin.
Natürlich ist erstmal so, wenn du einen Faden hast, der fragil ist, ist irgendwie erstmal kontraproduktiv, weil man ja eigentlich ein strapazierfähiges Gewebe haben möchte. Gewebe ist schon mal hilfreicher, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Faden weiter zu verarbeiten. Das heißt verzwirnen oder auch die Frage, ist es gestrickt, gehäkelt, gewoben? Es ist nur händisch gewebt bisher, weil tatsächlich die Beanspruchung maschinell in einem industriellen Kontext ziemlich hoch wäre für so einen Faden. Die Kettfäden, wo extrem viel Spannung drauf kommt, die haben wir jetzt mit einem Seidenfaden gelöst. Und die Schussfäden, also die Querfäden im Gewebe, die sind aus dem Chitosanfaden gemacht. Also in Bezug auf die Formfindung, ich habe es vorhin schon angesprochen, waren so erstmal am Anfang generell diese Qualitäten von Schutz, zweiter Haut, Panzer, Exoskelett, all solche Sachen, die irgendwie in Krabben, in Insektenpanzern vorkommen. Das heißt, es war irgendwie klar, okay, es kann ein Shelter sein oder ein Wearable. Was wir auch noch interessant fanden, war eben vor allem der Materialursprung. Also das Chitin, das Chitosan, das man eigentlich so handelsläufig bekommt, ist meistens von Meerestieren. Und jetzt sind wir quasi in Bezug auf Wearable zu einem Punkt gekommen, wo wir mit Chiton arbeiten. Chitin, man merkt, das ist der gleiche Wortursprung, Hülle, Panzer. Und Chiton ist einerseits im antiken Griechenland das klassische Untergewand für Männer und Frauen gewesen. Und Chiton ist gleichzeitig auch eine Meeresschneckensorte, die quasi so was Lamellenpanzerartiges hat. Und entsprechend sind wir jetzt bei so einer Kombinationslösung rausgekommen. Ein sehr weiches, fließendes, fragiles Untergewand und oben drüber dann, sage ich mal, dieses Lamellen-modulartige System, das wir aus den Chitosan-Komposit machen, also quasi mit Sheets. Ein schöner Side-Effekt ist, dass Chitosan homöostatische und antibakterielle Eigenschaften hat. Also als ein Gewebe, auch da kommt wieder dieser Schutzfaktor mit rein. Das heißt, prinzipiell ganz strategisch wäre das natürlich so, hey, wenn wir aus einem auf einmal was wie Pflaster machen könnten, auch das wäre schon irgendwie eine spannende Sache. Das heißt, natürlich können wir ein spekulatives Designobjekt machen, aber dann ist natürlich die Frage dieses What for oder What about? Dass es irgendwie auch eine Auswirkung auf die reale Welt kind of hat, auch jenseits des Kunstkontexts. Ich glaube, deswegen interessiert uns auch diese Schnittstelle mit dem, okay, kann man es denn skalieren, kann man daraus noch was weiteres machen, aus etwas, was vielleicht erstmal rein spekulativ im Anfang ist. Skalierung ist eigentlich immer ein schwieriges Gebiet. Man muss erstmal herausfinden, was sind denn die relevanten Bedingungen, damit der Chitosan-Faden im großen Maßstab auch genauso die Qualität hat wie im kleinen Maßstab. Und man muss sich natürlich auch nochmal die Frage stellen, es gibt Chitosan-Fäden, warum ist es nicht so weit verbreitet? Ne? Das ist erstmal die Kosten. Chitosan ist eben noch ein teurer Stoff. Und da bietet sich vielleicht die Möglichkeit über Blendings. Das heißt also, dass ich nicht nur Chitosan einsetze, sondern dass ich das vielleicht mit einem etwas billigeren Material mische, aber die Eigenschaften immer noch die gleichen sind. Das ist zum Beispiel eine Herangehensweise an das Ganze. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und ich sehe da auch Potenzial, auch mit den 3 mehr weiterzukommen. Tatsächlich eine Frage, die sich gestellt hat, warum es so im Verhältnis wenige Projekte mit Chitin und Chitosan gibt. Das ist vielleicht so die Faktoren, zeitlich Faktoren, die vielleicht reinspielen können. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen natürlich mit so einer ethischen Komponente zu tun hat. Ne? Also man muss ja auch sagen, das Material ist tierisch basiert. Die Frage auch natürlich, dass man sich auch reflektiert mitstellen muss, auch an unserer Stelle, wenn wir jetzt ein Produkt schaffen würden, das skalierbar wäre, auf was für Lieferketten greift man dazu, welche Lieferketten möchte man vielleicht auch gar nicht weiter befeuern, weil es eben, sage ich mal, Extraktion von Meerestieren ist. Also das ist natürlich was, das muss man auch mit bedenken, wenn man, sage ich mal, so eine Materialentwicklung macht oder damit auch so eine gestalterische Position bezieht.